So, da ist schon wieder jemand, der in die Kamera reinspricht und in dieser großen Welt von Internet vielleicht jede Woche jetzt einen Beitrag senden will. Mein Name ist Yadek Azizi und ich würde gerne diese Form auch nutzen, um ein paar Gedanken, die ich habe, Ihnen mitzuteilen, ein bisschen in meine Arbeitswelt Einblick zu gewähren und Dinge, die mich wirklich beschäftigen, wirklich jetzt in einer guten Folge, vielleicht wöchentlich, vielleicht 14-tägig, immer wieder am Mann zu bringen. Weil oft fragen mich Leute, wie machst du das? Was sind die Ideen? Es sind nicht unbedingt immer neue Fragen, aber es sind viele Fragen, die letztendlich in die gleiche Richtung zielen. Weil es gibt manchmal so Dinge, das kennt man ja selber, man sieht was, ist total fasziniert und dann fragt man, wie macht er das? Diese viele Arbeit. Bei mir geht es immer so, wie lange haben Sie gebraucht? Ja, wie viel, das ist so wie die Frage, wenn man einen Maler fragt, wie viele Pinselstriche haben Sie verwendet, um das Bild zu malen? Das sind manchmal auch lustige Fragen, ja, aber ich verstehe schon, was dahinter steckt. Aber in den 65 Jahren, die ich auf dieser Welt bin, würde ich sagen, in vielen dieser Jahren habe ich mich auch mit Dingen, die mich umgeben, beschäftigt. Ja. Und die Arbeit, meine Projekte, die ich umsetze, die haben ja auch was mit diesen Fragen zu tun. Und oft ist es auch die Frage, warum kommt man drauf? Warum machst du den Everest? Ich glaube, der Everest war damals ein anderer Impuls als Amazonien, obwohl das zwei Naturpanoramen waren. Oder ich sage immer, das Zeichnen ist das, was mich geprägt hat. Das müsste man vertiefen. Ja. Und ich glaube, dieses Format ist dafür ganz gut, diese Vertiefung auch wirklich rüberzubringen. Und das ist jetzt der erste Beitrag und das in den Zeiten von Corona. Und da stellt sich natürlich immer wieder, Sie kennen das selber, alle Anrufe, jetzt kriegt man so viele Anrufe, die man vorher noch nicht bekommen hat. Wie geht's dir? Was machst du jetzt? Die Panoramen sind jetzt geschlossen und wie werdet ihr damit fertig werden? Da sage ich, ja, das ist das Problem, was jeder hat. Das macht uns ja lässt uns das vielleicht auch etwas einfacher tragen, weil ich bin schon einer der Vertreter, der sagt, ich hoffe, und scheinbar scheint es wirklich so zu sein, dass diese Welt sich verändern wird nach dieser Corona-Krise. Ich habe sowas noch nie erlebt, obwohl ich jetzt 65 bin. Meinem Sohn sage ich immer, wenn der mir was erzählt, sage ich, das kenne ich, das hatte ich vor 30 Jahren, war das und das. Man denkt immer, man weiß alles, ja. Und auf einmal passiert etwas, wo die junge Generation und die alte Generation eigentlich vor dem gleichen Problem stehen. Es gibt keine Antworten. Man muss sich jetzt zurechtfinden, man muss jetzt wieder Nähe suchen, man muss Dinge vielleicht wieder entwickeln, die weggefallen sind. Ja? Also wenn ich sage Tradition, das Familiäre, das Soziale, wie viel holt man sich davon wieder zurück oder wie viel haben wir überhaupt schon verloren? Ja? Und das, was gerade passiert, ist ja, dass wir zwei verschiedene Varianten, Extreme haben. Der eine ist, der sagt, danach wird es ganz katastrophal und die Welt geht unter. Und die andere Seite sagt, wenn das vorbei ist, hat die Welt sich verändert, aber vielleicht ein bisschen zum Besseren, dass wir vielleicht die Frage stellen, welches Leben leben wir eigentlich? Ist es richtig, was wir leben? Müssen wir heute für 50 € nach New York fliegen, eine Hose kaufen und dann wieder zurückkommen und dann in der nächsten Kneipe beim nächsten Stammtisch sagen, ich war gestern in New York und habe mir eine Hose gekauft. Also die Frage, wo die Werte sind, Familie, Freundschaften, soziale Bindung, die Hektik, all das, was mich ja auch betrifft. Das ist ja nicht so, dass man ausgeschlossen ist von diesen ganzen Dingen. Und ich neige natürlich, das war schon immer so, ich neige mehr zu dem positiven Aspekt, zu sagen, ich hoffe, dass es in dem Einzelnen, was bei mir selber passiert, mit meinem Hintergrund, eigentlich bei jedem mit seinem Hintergrund auch zu Fragen kommt, die er versucht für sich zu beantworten. Und eine Antwort, die wir vielleicht alle in diese Richtung beantworten können, ist, dass wir sagen, ich gucke mal in meinem eigenen Umfeld, was kann ich eigentlich verändern, was ist richtig, was ist falsch. Wir haben zurzeit so viel Zeit, uns mit uns selber zu beschäftigen. Ich glaube, das hat es in den letzten 50 Jahren nicht gegeben. Ja. Familien mit Kleinkindern ist natürlich eine andere Kiste als jemand, wo die Kinder schon groß sind oder wenn jemand Existenznöte hat. All diese Sachen, ich kann das nicht über einen Kamm scheren. Es gibt große Tragödien, wenn wirklich Todesfälle in der eigenen Familie sind und so. Also alles, was ich sage, bedeutet nicht, dass ich respektlos mit irgendwas anderes umgehen will. Es ist aber mein Gedanke, den ich zu dem habe, was ich selber
gerade mache und wie dieses Medium vielleicht ab heute vielleicht auch ein Medium wird, was für mich auch ein Gestaltungsmoment ist. Die Frage, die ich mir dann stelle, äh, ich als freischaffender Künstler, der sich auf den Weg gemacht hat, meine Dinge selber an die Menschen zu bringen. Also ich habe kein sowas wie einen Vertrieb oder so. Ich habe keinen Verlag, ich habe kein Theater, was meine Stücke spielt. Ich habe kein Filmunternehmen, was meine Filme spielt. Also jedes Projekt, was wir machen, müssen wir selber auch entwickeln, müssen wir selber den Leuten sagen, Leute, da ist das Projekt. Wenn ihr Lust habt, geht rein. Das ist eine Anforderung, die ich, als ich damit angefangen habe, gar nicht wusste, auf was ich mich da einlasse. Ich dachte nicht, ich mache das mal. Ich habe oft in den letzten 30 Jahren so gearbeitet, dass ich vielleicht eine Idee hatte und versucht habe, die umzusetzen. Und dann sind die Leute gekommen oder sind nicht gekommen und dann war es eben auch wieder vorbei. Und so hat sich etwas entwickelt, was bis heute eine Dynamik entwickelt hat, die abrupt jetzt auf einmal abgebrochen ist. Ja, das ist natürlich auch eine Sache, die jeden in dieser Welt zurzeit passiert. Jeder, der irgendwie unterwegs ist, was tut, ob das nun der Arbeitnehmer ist, der in irgendeiner Industrie arbeitet. Es gibt auf einmal so einen abrupten Cut. Auf einmal alles, was man gestern gedacht hat, ist heute nicht mehr wahr. Und was wir heute denken, kann morgen schon nicht mehr wahr sein. Also auch ich muss jetzt mit diesem Zustand und dem Team natürlich auch, wir reden fast jeden Tag, wie wollen wir diese Zeit überstehen. Ja, und eins der größten Probleme, was wir natürlich jetzt im Team haben, wir sehen uns nicht. Ja? Ich sitze hier alleine, die anderen sitzen in ihren Wohnungen alleine. Die meisten machen Homeoffice. Die Leute, die die Panoramen betreiben, die sind zu Hause. Also die sitzen und warten, was da kommt. Ich versuche auch mit denen in Kontakt zu sein, meine Gedanken denen zu sagen, wie wir vorankommen, wie wir versuchen, die Krise auch zu meistern, ohne dass der Einzelne große negative Dinge dabei spüren muss. Ja. Und die Kommunikation ist natürlich jetzt hier etwas, was interessant ist, weil wir jetzt auf einmal auf einer Ebene kommunizieren, die jeder jetzt in dieser Welt üben muss. Ja? Also wir müssen über die Medien kommunizieren. Wir haben natürlich Konferenzschaltungen, wir haben diese FaceTime oder wo man sich auch mal sieht. Das habe ich früher eigentlich nie gemacht, weil wir uns ja immer gesehen haben. Und jetzt merke ich, dass das Sehen und Sprechen natürlich was ganz Interessantes ist. Oder man schickt sich jetzt Zeichnungen oder wenn es visuell ist, schicken wir uns was und dann redet man darüber, Mensch, mach das ein bisschen anders. Also wir merken, der Prozess geht weiter. Gerade die Projekte, die bei uns anliegen, in der Produktionsabteilung und bei mir auch, die kann jeder für sich auch im Zusammenspiel, können wir das weitertreiben. Es ist aber eine Situation, wo ich sagen muss, ich könnte mir nicht vorstellen, dass das die einzige Kommunikation bleibt. Weil man hatte früher immer gedacht, dass die mediale Kommunikation ausreicht. Ja, Konferenzen, man muss nicht mehr hinfahren. Das war wie damals papierlose Büro, wenn der Computer kommt. Seit der Computer da ist, glaube ich, verbrauchen wir mehr Papier als je zuvor. Weil auf einmal, das wird inflationär. Aber hier merke ich, dass die Kommunikation eben auf dieser Ebene nicht alleine sein muss. Also ich glaube, der Mix ist gut. Und wir lernen jetzt diese andere Seite, diese digitale, diese mediale Kommunikation. Und wir werden vielleicht nach der Corona-Krise vielleicht auch mehr in die Mischung reingehen. Das wird vielen so gehen, dass man sich sieht, aber auch mal in Klausur geht und man mit sich selber bleibt und nicht jeden Tag ins Büro kommt, weil man sagt, ich mache das jetzt mal zu Hause, da habe ich mehr Konzentration. Ich glaube, da wird es eine schöne Mischform, also der eine oder andere wird sich auf so eine Mischform einlassen. Und wir werden da auch sehr, sehr offen bleiben, was das betrifft, weil gerade im kreativen Bereich, und ich habe ja viele Kreative um mich drumherum, da braucht man auch mal die Abgeschlossenheit. Deswegen arbeite ich ja auch im Atelier. Ich könnte jetzt nicht jeden Tag in einem riesen Team arbeiten. Das geht bei mir überhaupt nicht, ja, weil auch der Prozess am Tag ist eben eine andere. Man hat manchmal, zu ganz bestimmten Zeiten hat man auf einmal einen Flow, da will man auch nicht gestört werden. Das werden Sie jeden Künstler sowieso fragen können. Ich denke, das wird in anderen Berufen ähnlich sein. Gut, also wir müssen diese Krise auch meistern und wir bleiben wirklich, und das freut mich wirklich auch im Team, wir bleiben sehr, sehr positiv. Und es gibt bei uns wenig negative Impulse. Ja. Fragen gibt es natürlich, die wir alle haben, aber wir bleiben positiv und in diesem Sinne hoffe ich auch, dass wir alle, nicht nur wir, die Corona-Krise gut bewältigen.